Spieltag Nummer 6 startet heute mit Augsburg gegen Gladbach. Die Augsburger haben letzte Woche in Leipzig eine ganz schöne Haue bekommen, mit 0:4 dort verloren. Zwischenzeitlich noch einen Elfmeter verschossen, also man hätte auch noch mal rankommen können, aber die Augsburger, die schwächeln momentan so ein bisschen. Die Gladbacher dagegen auf der anderen Seite mit einem Last-Second-Sieg, ja, kann man sagen, gegen Union Berlin. Es war eigentlich ein typisches 0:0-Spiel, ging nicht viel nach vorne, auf beiden Seiten aber nicht, und dann hat Chanchara noch das 1:0 gemacht in letzter Sekunde. Und ich glaube, dass die Gladbacher den Schwung definitiv mitnehmen, anders als die Augsburger, die jetzt ein bisschen mehr unter Druck stehen. Aber ich glaube, das wird ein Unentschieden. Ich glaube, beide Mannschaften wollen nach vorne spielen, werden auch nach vorne spielen. Es fallen auch ein paar Tore. Ich muss jetzt auch mal wieder ein paar mehr Tore hier tippen. Fallen doch schon ganz schön viele Tore. Wenn ich das jetzt tippe, fallen wieder weniger Tore. Das ist halt immer so. Deswegen fange ich hier Freitag mal vorsichtig an und mache mal hier eine 1:1, weil ich glaube, das wird eine sehr, sehr ausgeglichene Partie werden. Am Samstag haben wir dann das Duell der beiden VfL-Teams, Bochum gegen Wolfsburg. Die Bochumer ja in Dortmund zumindest mal eine Halbzeit gut mitgehalten, haben zwischenzeitlich 2:0 geführt. Da haben nicht nur die Dortmund-Fans blöd geguckt, sondern auch die restlichen Fans der Liga. Aber dann hat Dortmund nochmal ein bisschen ernster gemacht in Halbzeit 2, hat dann das Spiel gedreht. Wolfsburg auf der anderen Seite hat gut gegen Stuttgart mitgehalten. Ja, da gab es ja diese Situation mit Maximilian Arnold. Ist ja jetzt auch geklärt, ne, der Gegenspieler, ich glaube Karasor war es, hat gelb-rot bekommen, obwohl es eigentlich gar kein Foul von ihm war, sondern von Maxi Arnold. Egal, hat sich jetzt geklärt. Die suchen auch noch so ein bisschen nach dem richtigen Weg. Also Wolfsburg spielerisch war gegen Stuttgart völlig okay, haben sie gut gemacht. Die Stuttgarter hätten einfach ihre Chancen nutzen müssen. Und ich glaube, dass die Wolfsburger dagegen oder deswegen in Bochum gewinnen werden, weil sie einfach stärker sind, finde ich. Und weil, ja, Bochum, die steht halt unter Druck, die müssen jetzt halt, ne? Die stehen unten drin, zusammen mit Hoffenheim, Holstein Kiel, das war eh klar von Anfang an, aber Bochum habe ich auch, glaube ich, als einen der 3 letzten Plätze getippt. Das wird eine richtig, richtig harte Saison. Und für den VfL Wolfsburg wird es Zeit, dass sie mal wieder 3 Punkte holen. Bremen gegen Freiburg, die hatten letzte Woche 2 sehr, sehr interessante Begegnungen. Bremen in Hoffenheim, da war ja wirklich ganz schön was los. Lagen erstmal 3:0 hinten nach 18 Minuten, dann die rote Karte für Nsoki. Das hat den Bremer natürlich in die Karten gespielt. Dann haben sie das Spiel gedreht, der dreifache Jens Day. Das war schon ziemlich verrückt, ziemlich kurios, weil das andere Sonntagsspiel Kiel-Frankfurt war auch sehr torreich, ging auch schön hin und her. Und die Freiburger auf der anderen Seite haben eine deftige Heimniederlage kassiert gegen St. Pauli. Das hätte ich jetzt persönlich nicht gedacht. Also vielleicht ein Remis, aber ich hätte Freiburg schon stärker eingeschätzt. Aber St. Pauli hat einfach gut gespielt. Von daher haben sie sich den Sieg verdient, auch in der Höhe, glaube ich. Und von daher kommen die Bremer mit Rückenwind gegen Freiburg. Das wäre doch jetzt mal die Gelegenheit, die Bremer auf den Sieg zu tippen. Ich hoffe, liebe Bremer, ihr werdet mir nicht enttäuschen. Das wäre nämlich sehr wichtig für mich. Und zwar, es wird auch ein knappes Spiel, aber ich traue den Bremern definitiv einen Heimsieg zu und ich mache mal ein knappes 2:1. Union Berlin gegen Dortmund, auch sehr interessant. Union, letzte Woche in Gladbach, diese Last-Second-Niederlage, wird sie jetzt nicht umhauen. Die spielen wieder typischen Union-Fußball, wenig Tore, großer Erfolg, stehen oben mit dabei. Die bauen jetzt die Stadion aus, ne? 32.000 Stehplätze, dazu noch 8.000 Sitzplätze. 32.000 Stehplätze, WTF, ist ja noch mehr als in Dortmund. Ich glaube, da passen so ca. 25.000 drauf auf die Südtribüne. Das ist schon krass, was sie da gemacht haben. Das ist aber eher zukunftsbedingt. Dortmund auf der anderen Seite, das Spiel gegen Bochum gedreht, 4:2. Unter der Woche ein 7:1 gegen Celtic Glasgow. Was ist denn da los in der Champions League? Also sehr, sehr hohe Ergebnisse. Erst die Bayern 9:2 gegen Zagreb die Woche davor oder der Spieltag davor. Jetzt Dortmund 7:1. Es wird noch richtig spannend. Ich glaube, die letzten beiden Spieltage, so ein bisschen auf die Champions League geguckt, das wird noch richtig spannend. Durch dieses neue Ligensystem. Ich glaube, da werden sich noch einige Favoriten auch umgucken, dass die nicht direkt ins Achtelfinale gehen, sondern den Weg über die Playoffs gehen müssen. Schauen wir mal. Also für das Spiel glaube ich, dass die Dortmunder, ja, müssten sie eigentlich gewinnen. Da ist wieder das große Problem. Aber ich glaube, dass sie es machen. Ich mache mal hier ein 3:1. Schätze die ganz stark ein. Die nehmen den Schwung mit. Jetzt haben sie Adeyemi leider verloren. Da war ja gut drauf. Aber ich glaube, Guirassy und die anderen Konsorten, die können auch Tore schießen. Leverkusen gegen Kiel, das ist so ein klassisches David gegen Goliath-Ding. Leverkusen letzte Woche in München gespielt. Das 1:0 durch Robert Andrich. Und dann war's das. Dann hat Leverkusen nicht mehr viel nach vorne gemacht. Die Bayern waren echt richtig, richtig stark. Haben halt verpasst, da das dritte und das vierte. Also wenn die 3:1, 4:1 gewinnen, dann dürfen sich die Leverkusener, glaube ich, nicht beschweren. Aber es ist halt nur ein 1:1. Aus Sicht der Leverkusener gut. Kiel auf der anderen Seite zu Hause gegen Frankfurt verloren. Ich hatte da eigentlich schon die Sorge, dass die Eintracht da verliert. Die ist eigentlich prädestiniert dafür. Erstens mal gegen Aufsteiger, gegen Tabellenletzten. Sahen wir nie gut aus. Gibt es auch extra eine Statistik für. Hat der Kicker rausgesucht.
Gott sei Dank ist das irgendwie nicht mehr meine Eintracht. Die gewinnen plötzlich bei so Vereinen. Irgendwas stimmt da nicht. Naja, so die Quote, ne, um hier mal nur kurz zu gucken. Eine 23er-Quote auf Holstein Kiel. Da könnt ihr also schön Geld machen. Nicht, dass ich euch jetzt zum Tippen animieren möchte und zum Wetten. Und ja, also das wird ein klarer Sieg. Ich mache da auch wirklich mal einen klaren und einen hohen Sieg, ein 4:0. Weil alles andere wäre eine Enttäuschung. Gäbe zwar auch 3 Punkte für Leverkusen, aber ein deutliches Ergebnis, so ein 3, meinetwegen auch 3-1, 4-1, 5-1. Ich glaube, wenn die Leverkusener wirklich mal ernst machen und besser spielen als in München, dann werden die Kiel ganz schön aus dem Stadion schießen. Schauen wir mal. Das Topspiel dann am Samstag, ein bisschen ungewöhnlich. St. Pauli gegen Mainz. Hätte ich jetzt nicht als Topspiel gemacht. Vielleicht Union gegen Dortmund oder meinetwegen auch Bremen gegen Freiburg. Naja, ja, St. Pauli stark in Freiburg gespielt, 3:0. Damit hätten, glaube ich, die wenigsten gerechnet. Also ich nicht. Einen Punkt hätte ich denen zugetraut, aber ein Sieg in Freiburg, da fand ich Freiburg jetzt ein bisschen stärker vor dem Spiel. Aber gut, sie ja, zeigen uns mal wieder, dass der Fußball einfach unberechenbar ist. Ist einfach so. Und Mainz, die müssen auch mal wieder ein bisschen in die Erfolgsspur finden, haben jetzt zu Hause gegen Heidenheim verloren. 2:0, ich glaube auch in Unterzahl, oder Heidenheim hat dann auch noch einen Platzverweis bekommen. Also die Mainzer, die kommen auch noch nicht so richtig rein. Die brauchen also auch jeden Punkt und ich glaube, ja, St. Pauli wird den Schwung mitnehmen. Samstagabend auf St. Pauli, das ist auch nicht immer so ganz angenehm für eine Bundesliga-Mannschaft, aber ich glaube, Mainz gewinnt das. Ich habe, weiß nicht, auch ein bisschen Bauchgefühl, auch so ein bisschen gegen den Trend vielleicht tippen, spricht ja nicht viel für Mainz. Ausgerechnet jetzt gewinnt Mainz auf St. Pauli, aber vielleicht, wie gesagt, nimmt St. Pauli auch, was ich glaube, den Schwung mit, wird dann den zweiten Sieg in Folge holen nochmal vor der Länderspielpause, aber ich tippe mal 2:1 für Mainz. Am Sonntag dann 3 Partien, 6 Mannschaften, die allesamt unter der Woche international unterwegs waren. Heidenheim gegen Leipzig, damit geht's los. Die Heidenheimer sind Stand jetzt der Aufnahme, wir haben jetzt den 3.10., 20:31 Uhr, gerade noch gegen Olympique Ljubljana zugange. Ich glaube, die führen noch 1:0. Ich weiß es nicht ganz genau. Leipzig unter der Woche gegen Juve zu Hause in Überzahl verloren. Das zweite Spiel stehen jetzt mit Schwesterverein, Bruderverein, RB Salzburg in der unteren Tabellenhälfte der Champions League, also quasi da, wo man dann ausscheiden würde. Tja, und die haben, wie gesagt, in Mainz gewonnen, gut gespielt, 2:0, stabil. Leipzig hat zu Hause Augsburg einmal abgefertigt, 4:0. Könnte eine spannende Partie werden und ich möchte, nicht nur, weil ich will, dass Heidenheim gegen Leipzig gewinnt, ich werde auf Heidenheim tippen, wobei ich damit, glaube ich, ziemlich auf die Fresse fallen werde. Aber ich mache das einfach, warum nicht? Ich mache hier mal ein 2:0. Heidenheim wird das irgendwie machen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich hoffe, sie werden es machen. Frankfurt gegen Bayern, das wäre eigentlich ein Topspiel für den Samstagabend gewesen, wenn beide Teams nicht unter der Woche international gespielt hätten, beziehungsweise noch spielen. Eintracht spielt gleich gegen Besiktas Istanbul, deswegen muss ich mich ein bisschen ranhalten. Die haben in Kiel gewonnen, 4:2. Wie gesagt, gerade so ein bisschen gegen den Trend. Ja, Aufsteiger, noch nicht gewonnen. Das wäre ein Spiel für die Eintracht eigentlich gewesen, wo sie normalerweise verloren hätten. Aber irgendwie scheint es zurzeit zu laufen. Ja, Mamouche ist richtig geil drauf. Matanovic hat jetzt auch mal wieder nach einer Ecke getroffen. Das scheint, ja, alles gut zu harmonieren. Und jetzt die Bayern natürlich als erster richtiger Gradmesser. Das wird ziemlich geil. Ausverkauftes Haus, Frankfurt gegen Bayern, das waren immer geile Spiele. 5:1 haben wir öfter mal zu Hause jetzt gewonnen in den letzten Jahren. Aber die Bayern, die kommen natürlich auch mit viel Wut. Die haben bei Aston Villa verloren. Ja, letzte Woche gegen Leverkusen das 1:1. Hätten sie eigentlich auch gewinnen müssen. Ja, Traumtor von Alexander Pavlovic. Aber die hatten sich auch bei Villa, glaube ich, mehr ausgerechnet. Und ich habe das Gefühl leider, dass wir das so ein bisschen abbekommen werden. Ob es ein 3 oder 4:0 wird oder wie damals ein 6:1 zum Auftakt 2022. Ist schwer zu sagen. Ich tippe natürlich für die Eintracht. Ich hoffe einfach auf ein gutes Spiel. Wenn es am Ende ein 1:1 wird oder ein 2:2 oder was weiß ich, dann bin ich da auch sehr, sehr zufrieden mit. Ich befürchte, dass die Bayern gewinnen werden, was aber auch nicht schlimm wäre. Wir spielen wirklich bislang eine richtig gute Runde, stehen auf jeden Fall in der oberen Tabellenhälfte, dann auch noch nach der Länderspielpause. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kann es noch nicht voraussagen. Die Eintracht, die kann auch wieder wie aus einem Guss spielen. Die Bayern, die können es auch einfach überrollen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir setzen uns einfach hin, schauen das und hoffen, dass unsere Mannschaften jeweils 3 Punkte holen. Und zum Abschluss gibt es nochmal ein kleines Derby mit Stuttgart gegen Hoffenheim. Stuttgart war gegen Prag zu Hause in Aktion, haben auch nur 1:1 gespielt, bisschen zu wenig. Letzte Woche, wie gesagt, in Wolfsburg da, auch in der letzten Minute durch Dennis Undav noch getroffen. Gut, hätte vielleicht auch anders ausgehen können, wenn Karasor nicht vom Platz geflogen wäre. Das weiß man dann hinterher immer ein bisschen besser wahrscheinlich. Ja, und Hoffenheim zu Hause gegen Bremen verloren.
Die müssen in der Liga zusehen, dass sie da auch punkten. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass Pellegrino Matarazzo der erste Trainer wird, der gehen muss. Dann hätte ich nicht nur 4 Punkte, weil ich habe nämlich Hoffenheim getippt, dass sie den ersten Trainer entlassen. Bin ich sehr, sehr gespannt, deswegen schiele ich so ein bisschen darauf. Tja, aber Stuttgart-Hoffenheim. Ist das ausgerechnet dann ein Spiel für Hoffenheim, wo sie dann wieder in Fahrt kommen? Die spielen jetzt gegen Dynamo Kiew gerade, Europa League. Aber ich glaube, Stuttgart macht das. Ich glaube, dass die Stuttgarter das machen, werde dann wahrscheinlich aber voll auf die Fresse auch damit fliegen. Es werden wahrscheinlich nicht viele Tore fallen an einem Spieltag. Ich habe jetzt mal vereinzelt bei ein paar Spielen mehr Tore gemacht, aber es werden wahrscheinlich nicht viele Tore fallen. Ich kenne meine Tipps. Also 3-1 für den VfB Stuttgart. Speichern wir die Tipps und gucken nochmal kurz auf die Gesamtübersicht. Da ist nämlich immer noch der Cem auf Platz 1 mit 80 Punkten, schon 9 Punkte Vorsprung auf Prinz Poldi. Dann haben wir Rask, Grammel, SGE, Sascha X, Danny La Flame oder La Flamme, keine Ahnung, Snips. Also es sind viele oben, viele mit der gleichen Punktanzahl. Das heißt, es ist sehr, sehr spannend zusammen. Wir haben ja also viele Experten, die das Bundesliga-Geschäft genau analysiert haben. Ich spule jetzt einfach mal weiter. Wir haben nämlich dann wieder eine Länderspielpause. Das nächste Video wird also erst in 2 Wochen hochgeladen. Wir spielen ja, Deutschland spielt ja gegen Bosnien und gegen die Niederlande. Ich bin sehr, sehr gespannt. Unter anderem Nübel, Baumann und Blaswig. Gut, die Nominierung muss ich jetzt nicht unbedingt verstehen. Dafür ist Tim Kleindienst mit dabei. Ich weiß gar nicht, warum er und nicht Niklas Füllkrug. Ach, ich glaube, weil Füllkrug ist verletzt. Entweder ist er verletzt oder er performt einfach nicht. Das habe ich jetzt nicht so verfolgt. Aber ich bin gespannt. Wenn Deutschland so weiterspielt wie in den letzten Länderspielen, dann kann das auch wieder richtig Bock machen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Ich wünsche euch jetzt nochmal viel Glück für eure Teams an diesem Wochenende. Schönes Wochenende, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.